Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg nach Bridlington und bringen mal in Erfahrung, was das so für ominöse Gäste und Privatwagen waren. Ich weiß nicht, herleiten können wir uns aktuell, glaube ich, noch gar nichts. Oder? Keine Spuren vom Zug. Der Zug verschwand mit allen Insassen. Nein. Hallo, ich würde das gerne loslassen. Wieso kann ich das nicht loslassen? Ach, mit Auswahl auf ihm. Okay, das hängt auch nicht in Verbindung. Dann können wir das jetzt gerade noch nicht großartig irgendwie nutzen. Wir haben nur ein paar Ideen. Aber aktuell noch keine Zusammenhänge. Schöne Kutsche. Dann sind wir jetzt in Bridlington, angekommen. Können wir mit Watson reden? Just disappeared. It's unbelievable. Unbelievable. Okay, der ist immer noch fasziniert. Wir rennen mal ein Stück. Wir können ja eine Runde im Kreis rennen. Können wir hier auch das Häuschen betreten? Nein. Wir können aber vielleicht mit dem dort reden. Hier ist nichts. Gerade hinter mir Schritte gehört, das hat mich gerade irritiert. Nein, wir können auch nicht mit ihm reden, er ist einfach nur so ein Statist. Wir gucken noch kurz in eine andere Richtung, ich denke aber, da kommen wir nicht allzu weit. Wenn wir wahrscheinlich nur hier rein können, wenn ich treffsicher wäre. Gut. Was sitzt da? Okay, da sitzt noch jemand im Gras mit einem riesigen Zylinder. Watson! Wir gehen mal die einzelnen Türen ab. Hallo. Mr. Robinson, mit dem wollen wir sprechen. Das ist der uns auf der Liste begegnet ist. Doch vorher kontrollieren wir natürlich erstmal alle Räume und Nebenräume hier. Ein Spalt im Boden. Und ein Blatt Papier. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Und das liegt hier einfach rum. Versicherung. Abgeschlossen von Thomas L. Robinson. Bei seinem Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototypen bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandswertes ab. Maximale Deckungssumme 15.000 Pfund. Ein Jahr verlängerbar. A telegraph. Ein Telegraph, okay. Sonst können wir hier gerade nicht. Ich komme nicht um die Ecke. Ich bin etwas zu dick. Ja, mit dem können wir halt reden. Ich will aber noch gar nicht mit ihm reden. Ich würde gerne erstmal überall... Ach, warum kann man keine Schubkästen und sowas durchsuchen? Ich möchte hier rumwühlen. Reden wir mal mit ihm. Auf dass wir möglichst viele Informationen haben, bevor wir uns dem Robinson nähern. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Gab es Probleme mit den Fahrgästen? Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Okay. Wir fangen mal an, uns ein bisschen genauer anzuschauen.
Er ist noch recht jung. Und ein kleiner Paragraphenreiter. Er hat sehr saubere Kleidung an. Er hat die Vorschriften immer in der Tasche. Oh. Und er hat komische Tintenflecken am Finger. Gab es denn irgendwas Ungewöhnliches? Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Cool. Und zwar, ich arbeite schon lange genug, um durchaus in der Lage zu sein, Bahnhof im Griff zu haben. Die sind vertraulich. Die Berichte des Vorstehers sind vertraulich. Versicherungsschein, Streckenkarte, unerfahrene Vorsteher. Zugzusammenstellung, abgerissenes Depot. Ich würde erstmal vielleicht auf... Na, obwohl auf die fehlende Erfahrung sind wir eigentlich jetzt schon mal gerade eingegangen. Fangen wir einfach mal an, dass wir schon mal was wüssten. Nein, anscheinend nicht. Lalala. Bei sowas bin ich Apart irgendwie from immer the ungeübt. passenger, I did. what was it? So, I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Gott, Let me das ist doch speak das. frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. That is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Was für ein seltsames What Telegramm. did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Bin ich mal We ought to gespannt. visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Erstmal lesen wir das. Und zwar Beckenhof schettert viele zu Nummer 324 am Kunfts U 0:30 Uhr abfeierts im 0:35 Uhr. Gut, ich meine, so außergewöhnlich ist das nicht. Heutzutage schreiben die meisten Kinder so. Kann ich mit dir reden? Du bist ein wütender Fahrgast. Okay. Kann ich dir irgendwie... Ja, kann ich sonst nichts. Gut, reden wir mal mit dem ersten wütenden Fahrgast hier. Es lädt. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Okay. Gucken wir uns mal genauer an. Vielleicht können wir auf irgendwas eingehen. Was ist das? Er hat Arbeitskleidung an. Da. Er hat eine billige Fahrkarte gekauft. Er hatte raue Haut. Es scheint eben wirklich halt auch ein Arbeiter einfach zu sein. Und er scheint verheiratet. Denn die Amis tragen es links. Aber Briten auch, überlege ich gerade. In Deutschland ist es ja, links ist verlobt, rechts ist verheiratet. Amerika ist es andersrum. Briten ja dann anscheinend auch. Oder nicht? Oder ist es nur übernommen, weil es amerikanische Spielehersteller sind? Ich weiß nicht, ist da einer informiert? Ansonsten muss ich mal nachgucken. Würde mich jetzt gerade mal interessieren, was ist denn passiert? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is.
Last night I were on the train as usual with my collie, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Wahrscheinlich hatte da jemand eben den Plan, diesen Zug verschwinden zu lassen und wollte halt keine Zeugen und hat sie deswegen alle rausgeschickt. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Die reichen Fahrgäste. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Pinkel. Feine Pinkel. Goodbye, sir. Aha. Hab ich auch noch nicht gehört, diese Begrifflichkeit. The whole train just Na, disappeared. It's unbelievable. Gehen wir mal zu Mr. Robinson und sprechen mit ihm. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me. But I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Chit-Chat. Gucken wir uns den mal an. Diesen Sympathieträger. Australischer Hut. Das habe ich an seinen Augen erkannt. Huch. Teure Kleidung, ist klar. Gutes Essen auch offensichtlich. Krokodilsleder, ja. Warum nicht? Und ein schwerer Goldring. Mr. Robinson. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Warum wurde dieser reiche Schnödel rausgeworfen, frage ich mich gerade, wenn nur ein paar Schnösel bleiben durften. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the directors board who were travelling on the train last night. Besonderes gutes Gefühl heißt, die haben am meisten geboten wahrscheinlich. Firmenbesitzer. You mentioned a director's board. Die durften noch drinnen sitzen Which bleiben company do wahrscheinlich. they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Der Wert des Prototyps war ja dann um die 30.000, denke This ich mal. revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Er ist Mr. herausgeschickt worden. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me.
Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Das wird teuer für ihn. Der hat nämlich sicher die According to besseren this Anwälte. document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Oh, lass dir mal ein Upon my Rückgrat word, wachsen, mein Lieber. you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Der scheint sich schon sehr hinter seinen Vorschriften wirklich zu verstecken. Kann man nicht abstreiten irgendwie. So wirklich selbstbewusst wirkt er nicht. Wichtige I Reisetasche. see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Wir können gleich in einer Tasche wühlen. Das ist voll toll. Ach, zu welcher Seite gehe ich raus? Ich gehe zu der Seite erstmal. Und gucke, ob hier auch die Tür ist. Ja, hier gibt es auch nochmal eine Tür. Postsäcke. Railway post bags. Da ist jetzt die Tasche. Gucken erstmal ganz kurz, was für Sachen wir wieder mal hier. Die Chilenen blieben halt dort. Unfall. Die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Kontrolleur könnte sie übersehen haben. Würde ich eher das sagen? Das ist nämlich so ein komischer Zufall. Guck mal weiter. Keine Spur vom Schuh. Nö, den Rest können wir jetzt noch nicht so. Gut. Dann mal hier reingucken. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Yay! Alle drehen, eine drehen. Müssen wir hier einen Anfang finden. Ich würde sagen, machen wir so. Nein. Gibt's hier Doppelte? Nein, gibt's nicht. Das heißt, wir müssen hier eh nochmal wechseln. Aber hier gibt's nur Doppelte wiederum. Das ist seltsam. So. Bis man mal hier jetzt eine Linie hat. Gut. Easy. Geschäftsunterlagen. Look, Watson. A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Dies ist ein Exklusivvertrag. An exclusive sales contract.
Über den Verkauf des Prototypens, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Käufer Emetson Electric erklärt sich damit einverstanden, dass das Gerät ohne Mangelgewähr und einvernehmlich erwirbt. Mr. Tom Robinson. Mr. Robinson is the seller. Der Verkäufer, ist klar, ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototypen, die nach der Vertragsunterzeichnung aufgetreten, egal ob im zuvor den Käufer, bla 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 bla. Verkäufer verpflichtet sich unmittelbar nach der Unterzeichnung eine Vorauszahlung in Höhe von... Das heißt, er könnte mit drin stecken, denn er kriegt sein Geld jetzt auch schon so nach einfach Vertragsabschluss, weil die hier unterschrieben haben und nicht, weil er das unbedingt bekommen hat auch. Und er haftet auch für nichts, wenn irgendwas nicht hingehauen hat. Yet another exclusive sale. Mr. Robinson is the seller. Der Käufer verpflichtet sich unmittelbar nach dem Unterzeichnen Vertrag von 10% des Kaufpreises. Er hat mit mehreren das gemacht und verkauft und überall Exklusivverträge, also das sind diejenigen, die das ausnahmsweise bekommen quasi. Yet another exclusive. Mr. Robinson is the seller. Und der holt sich hier das Geld mit 40%. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various Hat einen people for Apparat his und hat er an 4 machine. Leute verkauft. Schon etwas seltsam. Prototyp mit vielen Käufern. Und versichert. Nein. Im Sonderwagen. Robinson ist ein Opfer. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren, als er entschädigt werden könnte. Die Versicherung deckt nicht den Gesamtwert der Maschine. Na gut, aber er kriegt 40%. Von denen ja, die 10% schon mal vorzahlen müssen. Und er ist 50% versichert. Na, da 90% immerhin drin. Wer weiß, was noch zustande kommt. Wir gucken mal weiter. Hallo. So. Wir können mit Watson mal... This Robinson fellow seems suspicious to me. Dann sollten wir vielleicht nochmal zu ihm gehen. Und nochmal nachhaken. Okay, Watson, wie kannst du hier draußen stehen, wenn du gerade noch hinter mir standst? Creepy. Ich würde sagen, wir reden nochmal mit dem Mr. Robinson, aber erst in der nächsten Folge. Von daher bleibt dran. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.